Die sehen doch zum Anbeißen aus. Wie ihr die perfekte Pizza wirklich zu Hause hinbekommt, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, fangen wir mal an. Doppelte Menge Dinkelmehl, dann habe ich hier ein bisschen Salz, das genaue Rezept unter diesem Video, so wie immer. Dann habe ich hier gutes Olivenöl. Naja, oder das, was ihr halt da habt. Ganz zur Not könnt ihr das weglassen, aber ich würde es tatsächlich hinzupacken. Und dann habe ich hier eine meiner zwei Zauberzutaten. Das ist der sogenannte Lievito Madre. Das ist ein Rest, den ich da übrig gehabt habe. Wie man diesen herstellt, diesen milden Sauerteig, das verlinke ich euch oben rechts. Und auch ebenso, wie man den Turbo Madre in nur 1,5 Tagen herstellt. Das zeige ich euch natürlich auch oben rechts unter dem i. So, und wenn wir dieses kleine bisschen da jetzt drapiert haben, kommt jetzt noch die weitere Zutat, Hefewasser. Das ist eine selbst hergestellte Hefe und guck mal, ich habe das mit Knoblauch und Oregano gemacht. Perfekt für diese Pizza. Und die Knoblauchzehen, die nehmen wir natürlich mit. Erst einmal das Hefewasser mit den Oregano-Kräutern in die Schüssel und dann werde ich diese 2 Knoblauchzehen mit ein bisschen Hefewasser pürieren. Und zwar in dem Gefäß, wo jetzt die Lievito Madre war, weil dann löst sich davon auch noch ein bisschen, kann man ja alles mitnehmen. Und durch diesen fermentierten Knoblauch ist das richtig die Bombe. Also geschmacklich echt top. Und was diese Pizza besonders macht, das erkläre ich euch später. Erst einmal öffne ich hier endlich mal meine Gewürzmühle. Das ist das nämlich eigentlich, eine Gewürzmühle. Ja, Knoblauch ist ja auch ein Gewürz. So, da kommt die milchige Suppe rein. Und das Ganze geht jetzt in meine Küchenmaschine. Das knete ich jetzt so circa 5 bis 8 Minuten durch. Nicht länger, weil ich Dinkelmehl verwende. Wenn ihr Weizenmehl nehmt, was ihr selbstverständlich auch könnt, dann bitte 10 bis 15 Minuten. Und dann gebe ich auch noch mal währenddessen mein Wasser hinzu. Das fehlte auch noch, nicht wundern, denn ansonsten wird es einfach zu fest. Das ist der fertige Teig. Den decke ich jetzt einmal ab. Dafür habe ich mein Bienenwachstuch. Und wenn du wissen willst, welches Equipment ich generell benutze, dann schau mal unter diesem Video. Da habe ich wirklich alles, was ich empfehlen kann, verlinkt. Wenn ihr das nicht findet, empfehle ich das auch nicht. So. Ja, schön zudrücken zur Seite. Das lassen wir jetzt bei Zimmertemperatur stehen, bis es aufgeht. Und die Zeit nutzen wir sinnvoll. Ich zeige euch, wie ich meine Soße mache. Ich habe ein bisschen Öl, Tomatenmark und dann hier schon mal klein geschnitten grob Zwiebeln. Dann haben wir hier noch Oregano, eine Knoblauchzehe, ganz wichtig. Knoblauch ist wirklich wichtig und ein Lorbeerblatt. So. Und dann habe ich hier hinten noch ein bisschen Käse. Den bearbeite ich jetzt, während ich nebenbei die Soße mache. Denn ich mache es immer gerne so, dass ich so effizient wie möglich arbeite. Das heißt, während der Teig am Aufgehen ist, bereite ich schon mal die Soße vor, lasse sie schön einkocheln und den Käse reibe ich mir eben selber über meine Küchenmaschine. Denn diesen geriebenen Käse, dem traue ich nicht, da ist ja oftmals auch nicht wirklich Käse drinne. Das muss nicht sein. Wenn ich sowas mache, dann gerne mit Zutaten, von denen ich weiß, was drin ist. So, und jetzt denkt ihr, hä? Hat die einen Knall? Wieso macht sie denn da Wasser rein? Das soll doch anrösten. Das klappt doch mit Wasser nicht. Ja, soll es und wird es. Wenn ihr ein bisschen Wasser in die Schüssel gebt mit dem Tomatenmark, dann wird dieses Tomatenmark viel geschmeidiger und ihr könnt es viel besser anbraten. Guckt mal. Das hat jetzt zwar so eine Soßenkonsistenz, aber gleich röstet das noch richtig schön und das nur mit Hilfe von ein bisschen Wasser. Tja, sowas muss man mal wissen. Gut, und weil auch noch die anderen Zutaten anrösten sollen, alle außer den Knoblauch, der kommt später hinzu. Der darf sich da auch nicht hinmogeln. So, einmal zur Seite gepackt und das, wie gesagt, lasse ich schön einköcheln. Und das Tolle ist, ihr könnt gleich eine größere Portion machen und die einfrieren und dann benutzt ihr diese Soße entweder als Grundlage für eine Spaghetti- oder Nudelsoße oder dann wieder für die Pizza. Lässt sich super einfach herstellen und wie ihr seht, ganz einfach nebenbei.
Und das versuche ich ja generell zu machen. Ich zeige euch Videos mit Sachen, Backwaren oder vielleicht auch kleinen Kochtipps, bei denen ich euch immer zeige, wie einfach und bequem man das so nebenher machen kann. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag auf der Couch liege und meine Füße hochlege. Das wäre schön, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Und aus diesem Grund möchte ich euch zeigen, dass man trotzdem lecker einfach kochen und backen kann. Also vor allem backen, Hefewasser. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, ist so mein Kanalthema. Und auch sowas gehört mit dazu. Wenn ich eine Pizza mache, dann ist es doch blöd, wenn ich da diese Fertigsoße kaufe. Das ist ja totaler Käse. Haha, ich schneide gerade. Ja, egal. Ist nicht ganz so lustig, Entschuldigung. Ich versuche ein bisschen anzuknüpfen an dem Einkornbrot-Video. Das ist mein gefühlt bestes Video. Das hat mir am meisten Spaß gemacht im Nachhinein. Ja, aber wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie nur schlechte Videos mache, ist das auch nichts, ne? So, ich habe das jetzt schon einköcheln lassen. Zwischendurch habt ihr gesehen, ich habe immer noch mal ein bisschen Wasser hinzugegeben, um diese Röstaromen, die sich auf dem Boden gebildet haben, noch mal zu lösen. Jetzt darf der Knoblauch auch mit hinein. So, und ihr könnt das sehen, das ist richtig schön sämig geworden. Also eins unserer Kinder hat gesagt, das ist die beste Pizzasoße, die er je gegessen hat. Und das heißt was? Er ist da ziemlich kritisch. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Tomaten reingegeben, passierte Tomaten. Hier ist noch das zweite Paket. Also ich habe jetzt nicht ganz so viel gemacht, weil ich das tatsächlich recht häufig mache und immer irgendwie was im Vorrat habe. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, wie ich meine Soße herstelle. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was euch Spaß macht, vielleicht euch auch schmeckt. So, ich rühre es noch ein bisschen um und jetzt könnt ihr entweder mit einem Zauberstab oder ich mache das halt in meinem Glas Smoothie Maker von meiner Küchenmaschine nochmal eben fein pürieren. Kommt aber gleich noch, denn so Stücke will ja keiner auf seiner Pizza liegen haben. Ich habe es nochmal ein bisschen weiter einköcheln lassen. Guckt mal, perfekte Konsistenz. Wenn gleich noch die Zwiebeln püriert werden, dann hat es so eine richtig schöne, tolle Konsistenz. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass das einige Pizzabäcker auch berücksichtigen würden und dann nicht einfach nur die passierten Tomaten hinklatschen würden. Aber genau aus diesem Grund macht es einfach selber. So, ich habe jetzt nachträglich noch ein bisschen Salz hinzugegeben, denn ein bisschen Salz, finde ich, ist immer ganz wichtig. Meistens mache ich bei uns eine Margherita-Pizza, seltener mit Schinken oder mit Salami, denn die finde ich einfach praktischer. Und die isst jeder von uns, ohne dass ich da groß irgendwie rumexperimentieren muss. Und hier ist wirklich, dieser Smoothie Maker ist der Hammer, weil das so ein Glasgefäß ist, kann ich wirklich diese heiße Flüssigkeit hineingeben und da passiert nichts. Echt herrlich, klappt super. Und hier, der Teig ist aufgegangen. Wundert euch nicht über die Flecken, der ist am Abend vorher schon aufgegangen. Ich hatte nur keine Zeit und habe den Teig eben im Kühlschrank geparkt. Dadurch lässt er sich natürlich jetzt auch wunderbar verarbeiten. So, guckt euch das an. Also Hefewasser und Lievito Madre, die verstehen sich richtig gut. Die sind Best Friends, also die sind dicke, so richtig. Und ich kann euch das echt empfehlen. Also ich bin ja wirklich ein milder Sauerteig-Neuling. Dieser LM ist ja bei mir noch nicht lange in der Küche aktiv. Aber ich bin echt begeistert. Also ich backe ja gerne Brote, auch mit Sauerteig, in Kombination mit meiner selbst hergestellten Hefe. Aber der Lievito Madre, der toppt das tatsächlich nochmal. Ich kann es euch gar nicht sagen, woran das liegt, aber der ist mir so ein bisschen sympathischer. Tut mir leid, lieber Sauerteig, aber du bist verdrängt worden. So, ich forme mir das jetzt ein bisschen rund. Normalerweise mache ich das so bei uns, dass ich ein komplettes Backblech mache. Für das Video für euch forme ich die ein bisschen rund. Und das soll ja ein bisschen schick werden. Also, so, erstes Stück, zweites Stück. Damit kriegt ihr wirklich eine ziemlich große Familie satt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sehr satt. Es lohnt sich in jedem Fall. Also, ohne Spaß, macht die Pizza selber. Ihr werdet aufhören, Fertigpizza zu kaufen, denn die ist einfach nicht lecker. So, und heute mache ich etwas Besonderes. Ich habe hier Maismehl. Das verteile ich auf meiner Arbeitsfläche. Denn ich habe das ganz häufig gesehen. Ich weiß gar nicht, ist das diese Fastfood-Kette Domino's oder so? Die machen das auch. Ich dachte, ich bin heute mal wieder so ganz clever und mache das mit Maismehl. Das war ja wie mit den Weizenkeimen beim Einkornbrot. Das war auch schon so toll. Aber dieses Mal hat das tatsächlich gut geklappt. Und
damit die italienischen Pizzabäcker nicht ganz sauer mit mir sind, mache ich das per Hand, ohne Nudelholz. Ihr könnt selbstverständlich ein Nudelholz verwenden. Ich bemühe mich als deutsche Kartoffel, das ein bisschen italienisch auszurollen. Kriege ich nicht so hin, ich weiß. Das macht aber nichts. Das ist das Schöne am Selbermachen. Es ist wichtig, dass ihr Spaß dran habt, dass es einfach euch Freude bereitet, euch in die Küche zu stellen, euren Liebsten etwas zu kochen oder zu backen und die sagen, boah, Mama, geil. Wenn ich das höre, dann ist mir das scheißegal, ob ich da sonst wie viele Stunden in der Küche gesessen bin oder gestanden bin eher. Ich freue mich einfach von ganzem Herzen, wenn ich mitkriege von meinen Liebsten, wie begeistert sie sind. Und das gleiche auch mit Brot. Als ich angefangen habe, das Brot und die Brötchen selber zu machen, hat mein Mann gesagt, Schatz, das brauchst du nicht. Das kaufen wir beim Bäcker. Und mittlerweile sagt er, bin ich froh, dass du das selber machst. Es ist wirklich so. Und Übung macht den Meister, je länger und je häufiger ihr das macht, umso besser werdet ihr. So, die selbstgemachte Soße ist ein bisschen abgekühlt. Die wird jetzt hier schön auf meiner perfekt rund ausgeformten Pizza verteilt. Ich nehme immer ein bisschen mehr. Die meisten machen weniger. Ich finde, mehr ist gut, vor allem bei Pizza. Ich liebe das. Viel Soße, viel Käse. Eigentlich mache ich sogar noch viel zu wenig drauf. Aber man muss ja auch ein bisschen Maßen halten. Hier ist mein geriebener Käse. Das Tolle ist, wenn ihr solche Käse am Stück kauft, ihr könnt die selber klein machen. Ich habe das ja über meinen Mixer gemacht. Und dann könnt ihr die klein geschnitten einfrieren. Und wenn ihr sie dann braucht, holt ihr sie raus und könnt ihr direkt verwenden. Wirklich klasse. Ich weiß gar nicht, warum einige Leute das immer fertig geraspelt holen. Ich mache das in einem Schritt, friere das ein, habe immer was da. Ein bisschen Oregano und dann der vorgeheizte Backofen, Ober- und Unterhitze 250 Grad. So sieht sie vorher aus. Ich zeige euch gleich das Endergebnis. So muss das aussehen. Die zweite hier auch. Die ist ein bisschen eckig geworden, macht aber nichts. Da pimp ich das nochmal ein bisschen mit Schinken. Wir haben noch ein paar Fleischesser da. Ich habe ja ein bisschen vegan was gemacht. Aber es gibt tatsächlich einige bei uns in der Familie, die sich gegen vegan wehren. Vehement. So, hier ist die eine Pizza aufgeschnitten. Eine habe ich noch im Ofen. Ich habe ja 4 Steigstücke gemacht und ich habe geguckt. 2 Margarita, eine mit ein bisschen Mais. Ist ja auch nicht verkehrt. Und dann mit Schinken. Und guckt euch das Ergebnis an. Also, wer will da wirklich noch Pizza kaufen gehen? Macht das zu Hause, ist viel besser. Leckerer und gesünder. Und ihr habt mehr Spaß. Liebe Grüße, eure Emma.